Wir verlegen jetzt nach Gaijonai. Dort kommen heute die Kampfpanzer an, die wir gestern umgespurt haben. 11:05 Uhr ist Motoren an und um 11:10 Uhr rollen wir. Das ist einkalkuliert und kommt durchaus häufiger vor. Ja, wir stehen hier gerade vor dem Essensgebäude und warten, dass es aufmacht. Also man kann es auf jeden Fall essen. Ja, gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber was sollen wir machen? Ja, wir kriegen hier das Tablett, können uns dann runternehmen, was wir haben an Essen, also was wir haben wollen. Setzen uns hin, da können wir dann die Maske runternehmen logischerweise. Und hinterher, wenn wir fertig sind, sollen wir einmal unseren Platz desinfizieren und dann das Tablett wieder zurückstellen und so. Ja, wir bereiten uns gerade für die multinationale Übergabe von der EFP Battle Group vor. Ja, und ich bereite mich eigentlich nur darauf vor, nicht zu erfrieren. Ja, also es ist ein Antreten, wie man das halt so kennt bei so Übergaben und das eben unter multinationaler Anwesenheit. Das heißt, die ganzen Kräfte, die hier gerade mit uns in Litauen sind da. Jetzt gleich ist die COC, also die Change of Command Ceremony. Und da wird dann quasi offiziell von der 8. auf die 9. Rotation die Kommandogewalt vom Oberstleutnant Papenbroek auf den Oberstleutnant Hebisch übertragen, sodass dann ab diesem Zeitpunkt die 9. Rotation hier voll in Charge ist und wir dann die EFP Battle Group sind. Dear brothers and sisters in arms of EFP Battle Group Lithuania, time has come to say goodbye. Your Excellencies, Generals, Sirs, ladies and gentlemen, guests, and most important, soldiers of EFP Battle Group. I'm well aware that the main body in front of me are soldiers from the 9th rotation. And you are looking forward to start your tour. And so it shall be. It was a pleasure and an honor to be a commander of the EFP Battle Group in Lithuania twice. Thank you very much. Multinational EFP Battle Group Lithuania. Das ist schon emotional, weil es schon was Besonderes ist, als Kommandeur einer multinationalen Battle Group eingesetzt zu werden. Also es ist schon emotional und in gewisser Art und Weise auch aufregend. Es ging tatsächlich, also es ist schon ziemlich kalt, aber es ist aushaltbar auf jeden Fall. Ich habe auch so Wärmedinger in meinen Handschuhen, sonst wäre es bestimmt schlimmer gewesen. Wir verlegen jetzt nach Gaijonai. Dort kommen heute die Kampfpanzer an, die wir gestern umgespurt haben. Die werden heute dann entladen und in die TLSA verbracht. Wir müssen halt uns auf das Wetter ein bisschen einstellen. Wir machen jetzt Straßenmarsch. Die Straßen sind hier nicht 100% geräumt. Also wir sind jetzt hier im Verladebahnhof Gaijonai in Litauen in der Nähe von Rukla. Hier kommen grundsätzlich die Gefechtsfahrzeuge der EFP Battle Group an. Wie man jetzt hier sieht, ist heute ein Zug gekommen mit ein bisschen schwereren Gefechtsfahrzeugen, nachdem wir die letzten Tage im Großteil die Radfahrzeuge entladen haben. Sind heute endlich unsere Kampfpanzer angekommen.
Dann könnt ihr an die Fahrzeuge die Teile lösen, die Motoren können an. Wir sind Panzerleute und freuen uns immer, dass unser Panzer dann wieder da ist und wir uns darum kümmern können, dass er läuft. Hinter den ganzen Boxern kommen 9 Boxer und dann kommen die Kampfpanzer. Also gestern sind sie alle angesprungen, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es heute nicht anders sein wird. Aber grundsätzlich ist Kälte für die Batterien doch deutlich nicht so schön. Dazu wird der Kampfpanzer erst ein Stück nach vorne gezogen, hinten werden die Keile gelöst mit der Brechstange, dann fahren wir 1,5 Meter nach hinten, lösen vorne die Keile und warten dann darauf, dass die Fahrzeuge vor uns sich entfernen, dass wir losfahren können. Der Kraftfahrer fährt nach meiner Einweisung, ich stehe immer auf einem Wagen, auf einem Waggon vor ihm und ziehe ihn dann praktisch zu mir hin. Wir stellen jetzt Straßenmarschbereitschaft her. Die Straßenverhältnisse sind nicht so Weltklasse hier. Auch der Räumdienst, da es ja in den letzten Tagen, wie man sieht, relativ viel geschneit hat, ist noch nicht ganz so hinterhergekommen. Das heißt, es gibt hier teilweise nicht nur Schnee, sondern auch wirklich Eisflächen. Und da muss man halt entsprechend mit der Geschwindigkeit angepasst fahren. Viele denken ja immer, mit dem Kampfpanzer kann man überall einfach langmöllern. Das ist gar kein Problem mit den Ketten. Das stimmt aber nicht. Gerade mit den normalen Ketten, nicht irgendwie Kampfketten oder ähnliches, die wir ja auch hier ganz normal wie in Deutschland drauf haben, ist gerade eine Eisfläche sehr gefährlich, dass der Panzer auch ins Rutschen kommen kann. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Gerade auf der Strecke, wo wir auch gekommen sind, ist nicht geräumt und in den Kurven. Hier erhöhte Gefahr. Nehmt da die Geschwindigkeit raus, ja, sodass es hier nicht zum Unfall kommt und wir alle sicher in der TLSA sind. 11:05 Uhr ist Motoren an und um 11:10 Uhr rollen wir. Wir sind hier angekommen in der TSLA, der Temporary Logistic Support Area, ja, also unser T-Bereich, wie man es in Deutschland nennen würde, da wo die Panzer untergestellt werden. Das heißt, Gefechtsbereitschaft wird an den Fahrzeugen hergestellt, hinten die Schmutzfänger werden abgemacht. Wir überprüfen nochmal das Wischwasser, dass das nicht gefroren ist. Falls ja, müssen wir ein bisschen Ethanol, also alkoholhaltiges Zeug zukippen. Ja, und das sind so Kleinigkeiten, alles logistische Maßnahmen, die wir jetzt ja, zu dem Zeitpunkt erstmal machen können. Das sind taktische Bezeichnungen, wo wir dann kompanieintern sehen können, welche Kompanie dieser Panzer eingehört, welcher Zug, welcher Panzer an sich das ist. Der Schlagschatten, und zwar ist das, um die Konturen zu verschleiern. Wenn der Kampfpanzer jetzt irgendwo in Stellung steht und das Licht fällt von hinten rein, würde das Licht auch zwischen den Ketten unter der Wanne durchstrahlen und man würde ganz klar erkennen, dass dort ein Fahrzeug steht. Dementsprechend der Schlagschatten, der soll das Ganze verschleiern. Später mit dem Tarnnetz, mit der Naturtarnung, dass das so aussieht wie ein Busch, der soll halt im Gelände verschwinden. Wir haben jetzt das
folgendes Problem. Und zwar ist unsere Wischwasseranlage eingefroren. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir nicht genug Gefrierschutz reingeschüttet haben in die Anlage in Deutschland. Das ist unser größtes Problem jetzt gerade. Deswegen müssen wir die neu befüllen. Das läuft auf jeden Fall nach. Ja, aufrüsten unterteilen wir mal mehrere Abschnitte. Zum einen das eigentliche Aufrüsten, was jetzt das ganze Werkzeug und das ganze Gerät, was zum Panzer gehört, aufgerüstet wird. Im späteren Verlauf gibt es dann noch halt die Tarnnetze dazu, um den Panzer dementsprechend an den Konturen zu verschleiern. Jetzt hier in Litauen ist das natürlich eine etwas andere Situation, eine Besonderheit. Und zwar arbeiten wir hier natürlich mit Alarmierung. Dementsprechend hat der Soldat seine persönliche Ausrüstung bei sich auf Stube. Sollte es zur Alarmierung kommen, schnappt er sich seine persönliche Ausrüstung, Weg zur Waffenkammer, Weg in die TLSA, Kampfpanzer fertig machen und dann alles weitere nach Maßgabe Kompaniechef. Wir passen uns jetzt der Witterung hier an. Einmal weiß die Farbe, also Tarnen. Und wir nehmen jetzt an der Kette alle 12 Kettenglieder lang die Gummipolster raus, damit es für uns daher schneller möglich ist, die Schneegreifer einzubauen. Schneegreifer sind hier vorne. Die ersetzen wir dann praktisch, also die Gummipolster ersetzen wir durch Schneegreifer, um halt mehr Grip zu haben auf rutschigem Terrain. Das ist Jute. Damit stopfen wir im Normalfall ein normales Tarnnetz, was dunkel ist, halt aus, dass es farblich sich ein bisschen unterscheidet. Hier in dem Fall machen wir das jetzt so, wir machen die Jute auf unsere eigentliche Schlagschattentarnung rauf und machen die dann mit Schlemmkreide voll, dass die komplett weiß ist. Schlemm bedeutet, wir tun weiße Farbe dementsprechend auf den Panzer auf. Also gerade die braunen und grünen Stellen werden dann dementsprechend weiß übermalt. Ist natürlich auch je nachdem, wie viel Schnee liegt. Wenn, so wie hier, sehr viel Schnee liegt, macht man das so. Wenn ein bisschen weniger liegt, dann nimmt man natürlich nur braun. Ja, also wenn die so lange stehen, dann ist es halt einfach alles kalt an diesem Panzer. Wenn man dann damit unterwegs ist und so, dann bin ich froh, dass wir auf dem Panzer sind und nicht hier zu Fuß irgendwo im Schnee liegen müssen. Aber ich habe eben gedacht, als ich in der Tiefkühltruhe saß, genannt Kampfpanzer eigentlich, dass wir sind zum Glück im Schlimmsten gelandet und jetzt es kann nur besser werden. Es kann nur noch besser werden. Sag mal, wir haben die Panzer jetzt erstmal soweit gefechtsbereit gemacht. Wird nochmal geguckt, ne, passt das jetzt alles mit den Füllständen? Sind die Panzer komplett einsatzbereit? Haben wir irgendwo technische Schwierigkeiten? Ja, und dann sind wir fertig. Voll geil. Das gehört dazu. Das ist einkalkuliert und kommt durchaus häufiger vor. Fahren macht natürlich ein bisschen mehr Spaß. Halbe Stunde später geht's weiter. Wir sind jetzt hier in Paprade auf dem Truppübungsplatz im Camp Adrian Rohn. Das hieß früher mal Camp 500, weil hier 500 Soldaten unterkommen können und wurde dann umbenannt, ich meine 2019 war das, in Camp Adrian Rohn. Der Name kommt daher, es war 2018 und hier auf einer Übung auf dem Truppenübungsplatz Paprade kam es dann leider zu dem Vorfall, dass er mit seiner Bergewanne einen Baum etwas härter touchiert hat oder auf jeden Fall einen Baum getroffen hat. Und da kam es dann halt leider zu der unglücklichen Verkettung, dass ein relativ massiver Ast dann doch aus dem Gest rausgebrochen ist und leider so unglücklich auf die Bergewanne runtergestürzt ist und den Kameraden Rohn getroffen hat, dass der leider dann daran verstorben ist. Also heute nutzen wir den Tag hier in Paprade, den
Übungsplatz der Battle Group, weil es uns die Möglichkeit gibt, auch mit den Kampfpanzern und den Schützenpanzern hier auch im scharfen Schuss zu üben, zu erkunden, welche Möglichkeiten bietet uns dieses Übungsgelände hier gemeinsam zu üben und zu trainieren. Also Little Vilnius, Ortskampfanlage. Du kannst scharf schießen in dem Schießhaus und die 2 Gebäude dort, die sind freigegeben für Zugangssprengung. Okay. Wir sind jetzt in Little Vilnius und das hier sind zum Beispiel die Häuser, wo man auch Orts- und Häuserkampf mit Manövermunition ausbilden darf. Manche wundern sich dann immer, weil ja, das ist ja nicht wie die Realität. Also, kein Haus ist ja so leer oder so steril gebaut, aber das reicht. Ne, also man muss jetzt nicht irgendwie hier eine schicke Tapete haben oder so, damit der Soldat das wechseln kann. Nein, wir gucken jetzt erstmal an, was man hier insgesamt für Orts- und Häuserkampf für Szenarien drin abbilden kann. Es bringt ja nichts, wenn man einfach falsche Bilder oder irgendwas zusammenstellt und im Ernstfall kann der Soldat dann die Situation nicht anwenden. Er muss ja hier Sachen auch drillmäßig lernen, die er dann in die Realität im Ernstfall umsetzen kann, damit es da dann auch funktioniert. Ich sag mal, wenn ich jetzt im Wald bin, dann spielt sich halt alles auf meiner Ebene ab. Aber im Orts- und Häuserkampf muss ich halt noch Stockwerke kommen da drüber, ich kann von oben, ich kann von unten beschossen werden und. Und es ist halt sehr schnell sehr unübersichtlich. Also grundsätzlich als Panzertruppen, also Panzer und Panzergrenadier, meiden wir Ortschaften. Da können sich andere drum kümmern. Wir umgehen die und greifen weiter an auf Angriffsziele. Ich sag's mal so, ne, wenn hier in der Ortschaft draußen rum eine Panzerkompanie steht und hier irgendeiner Mucken macht, dann sagt einmal die 120 mm Hallo in die Ortschaft rein und dann ist auch schnell wieder Ruhe. Aber es kann halt Szenarien geben, wo die Ortschaft freigekämpft werden muss. Also man versucht dann schon nicht einfach alles zu Klump zu schießen. Wenn natürlich klar ist, okay, hier drin ist massiv Feind und man kommt da nicht vernünftig ran, dann beschießt man das Haus natürlich von draußen auch mit schweren Waffen. Fazit heute: Erkundung, Truppenübungsplatz Paprade. Ich sage immer, wir sind so ein bisschen Munsterbergen verwöhnt, weil das sind natürlich große Übungsplätze, wo sehr viel geht, auch gerade mit Panzern. Das geht hier natürlich nicht, aber der Übungsplatz hat schon so seine Raffinessen, sage ich mal, wo man schon vieles ausbilden kann und vielleicht auch mal anderes ausbilden kann oder unter anderen Voraussetzungen wie in Deutschland. Das war's von uns hier aus Litauen. Wir werden euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten. Und als nächstes werdet ihr Iron Wolf sehen. Ihr könnt uns weiter bei Instagram verfolgen.